Samuel, der Richter, Priester und Prophet Israels. Samuel war der Sohn Hannas, einer gottesfürchtigen Mutter, die ihn schon von seiner Geburt an Gott geweiht hatte. Samuel selbst hatte von klein auf ein gottesfürchtiges Herz und ein Ohr, das bereit war, auf Gott zu hören. Rede, Herr, dein Knecht hört. Diese Worte könnte man als Motto seines Lebens ansehen. Er war noch ein junger Mann, als Eli, der Priester, starb, und Samuel wurde sein Nachfolger. Und eine gewaltige Aufgabe lag vor ihm. Er musste ein großes Volk führen und regieren. Er musste sie zurückführen zu den Gesetzen und Ordnungen Gottes. Er musste zwischen ihnen und Gott vermitteln, für sie Opfer darbringen, beten, Rechtsangelegenheiten klären und so das Volk und das Land regieren. Die Last mehrerer Ämter, die Samuel gleichzeitig trug, lag sein Leben lang auf seinen Schultern. Er war nämlich Richter Israels, er war Priester und er war Prophet. Und Samuel gönnte sich keine Ruhe. Er eiferte für Gott und für Gottes auserwähltes Volk, für Israel. Sein Wirken für Gott begann mit den Worten, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und das blieb sein Lebensmotto bis an sein Lebensende. Sein Herzensanliegen war, das Volk Gottes zurück zu seinem Gott zu bringen und die Herzen der Menschen an Gott und seine Gebote zu binden. Dieses gelang nicht über Nacht. Es vergingen 20 Jahre, bis ganz Israel zu Gott umkehrte. Davon lesen wir im 1. Buch Samuel, Kapitel 7. Da kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn herauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und seinen Sohn Eliezer weihten sie, dass er die Lade des Herrn bewache. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel in Mizpa, dass ich für sie bete zum Herrn. Und sie kamen zusammen in Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpa. Es ist Samuels Hingabe an seinen Gott, seiner Ausdauer und seinem unermüdlichen Dienst zu verdanken, dass er das Volk Israel zurück zu seinem Gott führte. Und Samuel wurde scheinbar nicht müde, er gab nie auf. Sein ganzes Leben lang war er unermüdlich im Auftrag seines Gottes unterwegs. Wir lesen, Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpa. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Samuel kämpfte nie um seine eigene Ehre oder um seine Macht. Als das Volk einen König begehrt und Gott Samuel beauftragt, einen König zu salben, verzichtet Samuel auf sein Richteramt und damit auf seine politische Macht in Israel. Er hat ein offenes Ohr für Gottes Reden und sein Herz ist bereit, seinem Gott zu folgen. Koste es, was es wolle. Nachdem er sein Richteramt niedergelegt hatte, ist Samuel nicht verbittert, sondern er bleibt im Dienst des Gebets für das Volk und sagt, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen,
dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Die wertvollen, zeitlosen Erkenntnisse, die Gott Samuel gelehrt hat, sind heute noch genauso wertvoll und wichtig für jeden gläubigen Menschen wie damals. Gehorsam ist besser als Opfer. Und ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Auf diese Weise hinterließ Samuel Israel und allen gläubigen Menschen aller Generationen nach ihm ein Vermächtnis eines gottesfürchtigen Mannes Gottes, dessen Wert niemals abnimmt.